So, wir starten das Video in Manaus. Ich habe gepackt. Ich habe mittlerweile auch die Uhr an meinem Motorrad umgestellt. Es ist ja hier eine Stunde später als in Peru. Und ich möchte eigentlich in den Norden fahren. Zwei Stunden und mich da ein bisschen gemütlich machen. Aber ich habe ja gestern Abend bis spät in den Abend die Kette wechseln lassen und jetzt macht es mehr Geräusche als vorher. Also ich bin hier kurz vor meiner Abfahrt aus Manaus, habe das Bike schon komplett aufgesattelt und mit der frischen Kette drauf, aber es macht jetzt noch schlimmere Geräusche als vorher. Deswegen bin ich nochmal bei der Werkstatt vorbeigefahren, stehe hier bei den super geilen Custom Bikes rum. Es ist wohl so, dass es wirklich dieser Verschluss ist. Jetzt haben sie ja gestern noch zwei Glieder eingesetzt. Und dann eben mit so einem Verschluss, also zusammengekloppt. Und der Verschluss ist halt ein bisschen größer. Und das ist zu groß, das geht nicht. Immer wenn es dann rumläuft, ohne Kraft, kein Problem, wenn sie rollt und so, aber am Berg ganz besonders oder wenn du halt Gas gibst, ja, gerade mit Gewicht oder so. Und das hatte ich ja auch vorher schon, das hat ja schon in Bolivien angefangen. Und damals war es ja auch so, dass die in Chile die Kette eben auch so provisorisch zusammen gemacht haben, weil es keinen Verschluss gab. So, ich kann es hier nochmal zeigen. Das ist der Verschluss, wo es verlängert wurde. Und man sieht, es ist größer und es ist auch so ein bisschen schief. Ja? Und es läuft dann hier durch und hier ist es. Wenn es dann hier aufkommt, sieht ihr das, dann macht die Kette einmal so. Seht ihr das? Und wenn keine Spannung drauf ist, wenn das Bike einfach so rollt, kein Problem. Aber sobald da viel Zug drauf ist, wenn ich richtig Gas gebe oder am Hang, dann reißt es dann. Zack, 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 zack. Und ich meine, die hat jetzt nicht, das Ketten, also die Spannung ist okay. Ja, das ist das Problem. 17 Uhr, war ich wieder fast 5 Stunden da. Jetzt haben wir einen anderen Verschluss drauf. Es ist besser und es musste jetzt, das war gut, dass das gemacht wurde. Ich musste das nicht, ich habe dann immer so, ah ja, fährst halt trotzdem, aber das hilft ja nichts. Schlägst du irgendwelche Sachen aus und so. Naja, so ist es in Südamerika. Kleiner Zeitsprung in die Gegenwart, denn Bernd von Sky Blue Tenere hatte mich darauf hingewiesen, dass ich doch dann mal erzählen soll, wie diese Kette sich bewährt hat und auch mit den 2 angestückelten Gliedern und so weiter und so fort. Das fand ich eine gute Idee und deswegen springen wir jetzt in die Gegenwart, also Februar 2025. Das hier ist Bolivien. Ich bin in Sucre, der Hauptstadt von Bolivien. Und ich habe die Kette gerade erst gewechselt. Es war von Anfang an so, dass es immer wieder dieses Klackern war, zwar nicht mehr so stark, weil dieses Jahr den kleineren Verschluss eingesetzt haben wie vorher, aber ab und zu war es dann immer so klong, 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 dann ist es mal wieder irgendwie 2000 Kilometer nicht aufgetreten, dann wieder mal. Meistens war es in Städten, wenn es irgendwie stark bergauf ging oder so, da hat man es dann gehört. Ich hatte dann irgendwann rausgefunden, wenn ich die halt brutal krass öle, dann ist es weniger. Also habe ich die dann immer mehr geölt, aber es war von Anfang an so, dass da, wo die 2 Glieder angestückelt wurden, das war ja auch nicht mal die gleiche Marke der Kette. Das ist natürlich auch Kacke. Und es war dann halt immer so. Ja? Und weiß ich nicht, andere Reisende hatten mir erzählt, sobald eine Kette halt immer so macht, automatisch, muss man sie wechseln. Egal, ob sie jetzt 10.000 drauf hat oder 50.000. Ich war dann 2.000 Kilometer weiter im Norden in Venezuela
Und da war es schon so, dass die überall angefangen hat, so zu machen. Aber ich bin dann trotzdem irgendwann weiter nach Kolumbien gefahren und da hatte die Kette dann halt noch weniger als 10.000 Kilometer drauf. Chile und Kolumbien, von den Ländern, die ich bereist habe, sind mit Abstand die besten Länder, um Motorradteile zu bekommen. In Kolumbien bekommst du alles oder sehr viel, zum Beispiel DID-Ketten. Aber ich habe dann gesagt, so nee, sehe ich jetzt nicht ein, kaufe ich jetzt nicht sofort wieder eine neue, da ist noch weniger als 10.000 drauf, die muss noch halten. Und dann war ich 6 Monate in Kolumbien und bin dann nach Ecuador weitergefahren. Das Ding war, in Ecuador sind die Zölle extrem hoch und das ist alles beschissen, und da irgendwie, also Importware ist beschissen. Ich war in Quito, der Hauptstadt, also da, wo man es am besten bekommt, die Sachen. Aber ich war da in zig Motorradläden und so weiter. Keiner hatte eine Kette. Ich sag dann immer schon so, ja, 520, 525 oder 530, die Breite der Kette. Ist egal, geht alles. Ja, kann man alles drauf machen auf die Teneré, ist kein Problem. Du musst halt, wenn du die Breite wechselst, dann musst du natürlich auch die Ritzel mitwechseln. Aber ich hatte die Ritzel ja jetzt einmal schon länger drauf und habe ich gedacht, jetzt will ich auf jeden Fall die Ritzel mitwechseln. Aber in Ecuador gab es keine Kette. Irgendwann bei Yamaha im Computer, der hatte dann irgendwann eine gefunden mit Ritzeln, 450 Euro. Da habe ich gesagt, so ja, nee, dann hält die andere noch ein bisschen. Teneré neu kostet, glaube ich, also die Standard Teneré neu kostet, glaube ich, 28.000 Dollar in Ecuador. Also so sind die Zollverhältnisse da. Ecuador ist ein kleines Land, habe ich beschlossen, gut, fahre ich halt weiter nach Peru. Vielleicht bekomme ich da was. Beim letzten Mal in Peru habe ich ja da hätte es zwar was gegeben, aber es waren auch über 400 Euro Kette mit Ritzeln. Habe ich dann auch darauf verzichtet. Und diesmal war es so, ich habe gar keine Kette gefunden. Also auch Yamaha und so, keine Kette im ganzen Land vorhanden und so weiter. Also weder 520, 525 und 530 auch nicht. Also, was habe ich dann überlegt? Meine war halt dann schon an allen Stellen, hat sie so gemacht und geklackert und so weiter. Ich habe sie dann schon jeden Tag geölt, in der Hoffnung, dass es was bringt, obwohl ich selber ja gar nicht so richtig daran glaube. Also ich erzähle das immer, ich sage immer so, ja, das ist ein Marketing-Gag, das mit dem Ölen. Also als ich die DID-Ketten gefahren bin, selbst wenn du die gar nicht geölt hättest, halten die 30.000. Wenn du die halt jeden Tag ölst, halten sie 30.000. Ja, aber ich habe sie natürlich trotzdem geölt und dann immer mehr und so, weil ich halt Panik hatte, wenn die reißt. Das Problem ist, wenn die reißt, dass, wenn du Pech hast, reißt sie halt so und schlägt dir dann in den Motor rein und macht dir das Motorgehäuse kaputt. Das wäre natürlich nicht so schön. Aber ich habe dann beschlossen, gut, ich fahre nicht direkt nach Bolivien, sondern ich fahre nach Chile. Unten gibt es quasi wie so ein Dreiländereck. Ich fahre nach Chile. In Chile kann ich mir in Santiago eine Kette bestellen, nach Arica, das ist der Ort, wo ich war, ganz im Norden. Und die schicken das dahin und das ist eine Kette, japanisches Produkt. DID habe ich nicht bekommen. Japanisches Produkt, die hatte ich schon mal. Ist eine gute Kette mit Ritzeln, alles zusammen 180. Und 180, das ist so der Preis, wo ich sage, das ist ungefähr der Preis mit Ritzeln. Ja, Kette mit Ritzeln 180. Wenn es dann irgendwie 220 sind, kann man sich überlegen, aber bei 450 weißt du halt auf keinen Fall. Ja. Also bin ich da hingefahren, habe die Kette da drauf gemacht und bin dann nach Bolivien gefahren. Und ja, die Kette, ich habe mal ein bisschen gezeigt, wie die schon aussah. Aber ich wollte einmal die Kette zeigen, wie hinüber die ist. Seht ihr das? Meine Güte. Nicht so gut. Ich bin mit der Kette 24.000 Kilometer gefahren. Gewechselt werden müssen hätte sie wahrscheinlich schon nach 18 oder so, was halt extrem wenig ist für eine Kette. Mit dem Anstückeln, wir hatten dann halt in Quito überlegt, ja, eine 120er Kette, es sind halt alle Ketten, die man bekommt, sind 120 Glieder hier, ja, in Südamerika. Aber die Teneré braucht 122 Glieder, das ist quasi unmöglich zu bekommen. Ich habe mir dann auch schon überlegt, wie kann man ein Motorrad machen, das genau, also so eine Kettenlänge hat, die total unüblich ist fürs Reisen. Da sind dann halt, das ist wie so bei vielen Sachen, so Motorraddesigner, die machen halt ein Motorrad, aber denken nicht darüber nach, wie das beim Reisen, also dass man dann auch schnell da rankommen muss. Das ist genau wie die Zündkerzensache bei der Teneré. Vielleicht kann man manche Sachen nicht verhindern, aber wenn ich mir halt bei der KTM XC500 vom Frank das angucke,
da ist halt, der kann in einer Minute die Zündkette wechseln. Bei mir muss ich halt den ganzen Tank und alles abmachen. Naja, so ist es eben bei der Kette auch. Die haben sich eine Länge ausgedacht, weiß ich nicht. 120 wäre kein Problem, so musst du halt immer anstückeln. Und es war dann so, der hatte dann quasi die Idee, die richtigen da, 2 Stücke, aber die Kette gab es halt nicht. Also da hatte ich dann die Stücke zum Anstückeln, sogar die richtigen. Und ja, man muss dann halt auch immer gucken, wenn die das zudrücken, wie fest die das zudrücken. Wenn die das zu fest zudrücken, dann ist es halt gleich immer so, dann bewegt sich nicht genug. Ne? Man muss dabei sein und gucken, dass sie das halt so zudrücken, dass es sich noch gut bewegt, aber dass es trotzdem genug zu ist. Ich hatte ja damals auch schon diese Kette drauf, die ich dann in Brasilien eben gewechselt habe. Da war es ja eben so, dass der Verschluss irgendwie gefehlt hat. Und dann mussten sie halt mit dem Verschluss improvisieren und da hatte ich dann auch klack, klack, klack. Das wollte ich eben dadurch beseitigen, dass ich in Brasilien die Kette wechsle, aber es ist natürlich alles viel schlimmer geworden. Ich hätte die Kette noch drauf lassen sollen. Bei den DED-Ketten war es immer so, weil man immer so hört, ja, nach 30.000 musst du wechseln, wenn die reißt, schlimm, schlimm, schlimm und so weiter. Meiner Meinung nach habe ich die DED-Ketten viel zu früh gewechselt. Ja, am Anfang, da weiß ich nicht, 33.000 drauf. Und klar, wenn du zum Händler gehst, die sagen immer, ja, ja, muss gewechselt werden, weil die dir eine Kette verkaufen wollen. Also in Europa hatte ich so, egal wann ich hingegangen bin, haben immer gesagt so, ja, wie sieht es mit der Kette aus? Ah ja, sieht schlecht aus, musst du wechseln. Es ist halt so, die wird dann irgendwann immer länger, die Kette. Und wenn du die Kette nach jeden 500 Kilometern nachspannen musst oder nach jeder Fahrt irgendwann, dann merkst du halt, okay, jetzt ist sie fertig. Ja, sie wird immer länger, irgendwann reißt sie. Dann sind diese, dass sie halt so macht, ist auch noch immer ein Indiz. Und die DED-Ketten hatten das nie bei 33.000, gar nichts. Ja, die waren noch tipptopp. Die kannst du locker 40 oder 50 vielleicht sogar fahren. Also das merkst du ja dann, wenn das fertig ist. Was ich nur sagen will ist, ich habe die viel zu früh gewechselt, wie ich viele Sachen am Anfang viel zu früh gewechselt habe. Genau, also insgesamt kann ich nicht empfehlen, die Kette anzustückeln. Was willst du machen, wenn es halt keine andere Möglichkeit gibt? Es war halt auch so, die haben gesagt so, ja, ja, wir haben die Kette, die kommt gleich. Und dann haben sie halt die eine, habe ich ja gezeigt, zersägt, meine Kette. Und dann war die halt zersägt. Ja? Und als sie dann ankam und die Kette hatte, die hatte ja erst 4 Glieder zu wenig, da hätte ich halt gesagt, so, ja, lass die drauf. Und dann haben sie wieder irgendeine andere geholt und so weiter. Ja? Und, Tipp, immer warten, bevor man was kaputt macht, dass die Kette dann auch da ist. Erst wenn du sie in der Hand hast und du hast kontrolliert, dass die Länge stimmt, dann erst deine zersägen. Ja, ich bin jetzt so damit durchgekommen, das hat geklappt alles. Aber ja, wenn ich eine bekomme, wenn ich eine Kette tausche, ich versuche die Idee zu bekommen, weil ich damit super Erfahrungen gemacht habe. Die ich jetzt drauf habe, die ist, glaube ich, auch in Ordnung. Die macht auch ihre 30.000. Und ja, denkt daran, dass es möglicherweise in Südamerika nicht so einfach ist, immer eine Kette überall zu bekommen. Es ist dann auch so, die Ritzel, normalerweise sagt man, man soll die Ritzel immer mitwechseln, weil die Kette dann schneller verschlissen wird von den alten Ritzeln. Ja, ist es halt auch so, wenn du keine Ritzel bekommst oder die Ritzel kosten alleine 200 €, dann fährst du halt mit den alten weiter. Die waren halt noch tipptopp und die waren jetzt auch noch okay. Es war halt so, dass die nicht normalerweise sieht das immer so aus wie Haare, ne? diese Zahnraddinger, dass die so nach hinten gebogen sind irgendwann, weil die Kette halt immer daran zieht. Das war immer noch okay, also ein bisschen hat man es natürlich gesehen, aber also da, wenn so die Zahnräder sind und diese Löcher dazwischen, die waren halt ziemlich ausgewaschen. Da rutscht die Kette dann halt drin rum. Ja, jetzt habe ich alles frisch drauf. Wie schön ruhig die jetzt läuft. Silber glitzert. Auch neues Pignon hier vorne, Kettenritzel. Alles sauber gemacht mit Bremscleaner. Super geil. Die nächsten 30.000 können kommen. Das waren meine Erfahrungen zu einer angestückelten Kette. Kann man machen. Geil ist es nicht. Ja, vielen Dank an Bernd für den Hinweis und vielen Dank für die Unterstützung bei Friedrich, Gerd, Tom, BMW GS Günther, Oliver, Ulrike und Robert aus Sindelfingen, Erik und Norbert aus Bremerhaven und Gerd. Dankeschön, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Ruti. Tschüss.